Das ist mein Bruder Andi. Er wird uns für 10 Tage durch Yunnan bis an die vietnamesische Grenze begleiten. Doch bevor das Abenteuer starten kann, müssen wir ihm ein Fahrrad organisieren. Dank der großartigen Radreise-Community aber selbst in China kein Problem. Wir finden jemand, der uns sein Reiserad für 10 Tage borgt. Die Kette ausgetauscht und schon kann's losgehen. Anni hat uns einen ganzen Sack voll mitgenommen mit Mannerschnitten, Mozartkugeln, Käse, vor allem mein Lieblingskäse, ein bisschen Milka, Lebkuchen für Weihnachten und das Wichtigste für den Reini, Kaffee. und der erste Tag mit Andi war genial. Nur ein bisschen aufweh und eigentlich die ganze Zeit flach. Und jetzt haben wir es bis zum Fuchsjansee geschafft. Oder wir sind in ein paar Kilometer da. Traumhafte Radlwege. War richtig cool. Also es ist 7 in der Früh, also mitten in der Nacht. Wir sind gerade aufgewacht. Und da drüben schläft der Andi. Es vergehen mindestens 2 Stunden, bis wir unsere 7 Sachen gepackt haben. Schlafsack lüften, Frühstück kochen und für Andi eine neue Spiegelkonstruktion basteln. Jetzt kann Tag 2 beginnen. Von der gestrigen Idylle ist heute nicht mehr viel übrig. Wir fahren durch ein China abseits der Touristenpfade. Also wir sind da jetzt am Zwiebel-Großhändlermarkt. Da kommen die Bauern mit ihren kleinen Tuk-Tuks voll beladen und verkaufen es an die großen LKWs und die bringen das in Städte und rund um China und verkaufen Jungzwiebeln. Da ist voll was los. Weil mein Bruder trotz anstrengender Tage keine Anzeichen von Müdigkeit zeigt, nutze ich seine Energiereserven schamlos aus. Jetzt wird Radl getauscht. Ich komme in den Genuss von wenig Gepäck. Und der Andi, So wird man einteilt zum Sattelschlepper. der Andi leidet eindeutig nur zu wenig. Nach ein paar Kilometern mit meinem Rad hat Andi dann doch das Gefühl, sich für seine Leistung belohnen zu dürfen. Ein gutes Zuborg, schwer verdient. Prost. Ja. Prost. Wow. Heute zeigt sich China wieder von einer ganz anderen Seite. War gestern alles rau, laut und rustikal, sind wir heute in der aus dem Ei gepellten Touristenwelt angekommen. Und beim Bäcker ums Eck gibt's dann eine richtige Überraschung. So schräg, Gute oder? frische Milch. Gute frische Milch aus Salzburg, in China. Na, Auf Chinesisch, ja. ja. Bevor wir die Stadt verlassen, gibt's noch einen kleinen Mittagssnack.
Schön, schön. Unglaublich. Ja, da kannst ein Baby drin baden in der Schüssel. Mit vollen Bäuchen geht's aus der Stadt raus und rauf auf den Berg. Andi kommt tatsächlich ins Schwitzen. Und Andi? Anstrengend. Bald sind wir oben, 15 Kilometer noch. Zähle die Meter. Ich schwitze rauf. Unglaublich. Jetzt haben wir es bald geschafft. Nur mehr Morgen 14,5 Kilometer rauf. Den Gipfel erreichen wir heute leider nicht mehr. Dafür gibt es ein idyllisches Campingplätzchen. Das ist sehr super Zeltplatz da. Jetzt gibt Steckerbrot mit Bergkäse. Oh mein Gott. Boah, der schaut ja richtig aus wie eine Kornspitze oder so. Oh mein Gott, das ist Steckerbrot mit Haferflocken. Und dazu gibt es jetzt einen Krähen und einen Käse. Zum Steckerlbrot und zum Käse dazu gibt es jetzt noch ein richtig kühles, gutes Bier. Und das alles am idyllischen Campingplatz. Neben die LKWs. Aber wen juckt das schon? Bei dem Luxus, was wir da haben. Boah. Voll gut. Nach einer LKW-durchfluteten Nacht geht es die letzten Höhenmeter den Berg hinauf. Wir haben den nächsten Punkt erreicht. Der Andi hat mein Radlauf gefahren. Und jetzt geht's nur mal runter. Yay! Hinter dem Berg verändert sich die Landschaft und das Klima schlagartig. Plötzlich ist es viel wärmer, die Luftfeuchtigkeit steigt und überall sind dichtes Gestrüpp und Reisterrassen zu sehen. Nicht weit von hier liegen die 1000 Jahre alten Hani-Reisterrassen. Das UNESCO-Weltkulturerbe wollen wir auf alle Fälle besuchen. Jetzt sind wir 16.000 Kilometer mit dem Mäntel da gefahren. Sie schauen vom Profil her, also der vordere ist glatt eigentlich, wir haben den hinteren vorn drauf dann und der vordere ist jetzt hinten drauf. Jetzt haben wir eben hinten noch mehr Profil drauf, aber
Der Gummi wird schon so spröde, also jetzt schauen wir echt, dass wir noch bis nach Chiang Mai, wenn wir noch fahren damit. Das sind wahrscheinlich auch noch mal 2000 Kilometer oder 1500. Und dann wird es tauscht. Dann bringen meine Eltern Leichen mit. Die Straße ist eben, aber der Gegenwind macht uns zu schaffen. Auch die Luft im Reifen will nicht so ganz drinnen bleiben und wir müssen ständig nachpumpen. Aber es macht uns nichts aus. Die Vorfreude auf die vietnamesische Grenze ist riesig. Grenzen sind beim Radreisen immer was Besonderes. Sie sind ein Symbol dafür, wie weit man schon gekommen ist. Wir sind alle drei aufgeregt. Für die letzte gemeinsame Campingnacht laden wir noch einmal richtig viel Wasser in unsere schrecklich undichten Wassersäcke auf. Stilecht unter der Autobahn machen wir es uns ein letztes Mal gemütlich. Letzten Kilometer in China. Okay. Letzte Etappe geschafft. Prost. Prost. Die Grenzstadt Heko ist schmuddelig und ungemütlich. Hier kommen Händler aus Vietnam und China zusammen, um ihre Ware mit Fahrrädern über die Grenze zu bringen. Stunden oder vielleicht sogar tagelang müssen sie hier warten, um die Grenze nach Vietnam zu passieren. Warum sich das Fahrrad hier als Transportmittel etabliert hat, können wir nicht herausfinden. Die Vermutung liegt nahe, dass sich durch diese Art des Warentransports irgendwelche steuerrechtlichen Vorteile ergeben. Bestätigen kann uns das aber keiner. Für Andi wird es Zeit, das Fahrrad für die Zugfahrt nach Kunming bereit zu machen. Auch wenn er mir die letzten Tage ab und zu auf die Nerven gegangen ist, der Abschied fällt uns allen schwer. Dass mein großer Bruder eine große Nervensäge ist, war mir ja nichts Neues. Aber nicht zu wissen, wie viel Zeit bis zum nächsten Wiedersehen vergehen wird, macht uns traurig. Also, Ciao. Ciao. Ciao, Andi. Ciao. Ein paar Tränen später müssen wir uns aber wieder zusammenreißen. Unser Visum läuft heute aus und wir müssen das Land verlassen. Die letzten Stunden in China. Minuten hoffentlich. Minuten hoffentlich, ja. Sind angebrochen. China war eigentlich das Land mit den größten Höhen und Tiefen auf unserer ganzen Reise. Ganz schön anstrengend, auf der anderen Seite super interessant, cool und wir haben nette, liebe Leute kennengelernt. Aufregend. Ja. Gleichzeitig sind wir jetzt auch ein bisschen froh, dass wir nach 2 Monaten wieder draußen sind. Also es ist schon eine Herausforderung. Die Chinesen sind einfach ein Volk, das anders ist. Als wir. Es ist einfach, die Kultur ist so unterschiedlich und es bringt dann manchmal an den Rand der Verzweiflung. Manchmal ist es unterhaltsam, manchmal genießt man es, manchmal, aber es ist einfach anstrengend. Ja. Laut, wie man hört, ein sehr lautes Land. Und deshalb geht es jetzt weiter nach. Vietnam! Freuen wir uns jetzt voll drauf. Das war das letzte Video unserer 8-teiligen China-Serie. Die Serie gibt es dort zum Nachschauen. Und wer uns unterstützen möchte, der kann unseren Kanal da abonnieren, uns einen Daumen nach oben geben und das Video gern mit Freunden teilen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ciao!